Ja, hallo liebe Leute, neues Tutorial zu FreeCAD. Hier möchte ich so einen Würfel hier konstruieren in FreeCAD. Das ist hier eine automatisch generierte Version in einem Spezialprogramm, das nennt sich StructureSynth. Die kann zwar auch exportieren im STL-Format, aber das konnte dann nicht so richtig perfekt im Slicer verarbeitet werden. Auch in FreeCAD war das nicht so dolle. Deswegen möchte ich das in FreeCAD nachkonstruieren. So, FreeCAD haben wir hier offen. Wir machen eine neue Datei. Und ich hatte schon eine offen, aber egal. Da machen wir einen neuen Körper. Und da das Ding wird ja ein Würfel, also eine neue Zeichnung. Dann haben wir hier auf der XY-Ebene, da machen wir ein Quadrat. So, das wird natürlich, die Werte werden gleich, also Taste E. Dann soll das symmetrisch hier zum Mittelpunkt werden. Taste S. So, und die Maße und so, das machen wir später. Wir schließen erstmal das hier. Jetzt mache ich im Spreadsheet-Mode ein neues Spreadsheet da rein. Das benennen wir jetzt in, wie man das von mir kennt, AAA. Ein Doppelklick. So, die Zeichnung können wir erstmal zumachen. So, die haben wir. Und da machen wir erstmal Fenster anordnen. Und dann können wir uns die hier so zurechtschieben, dass wir da weitermachen können. So, in den Parametern, da arbeite ich im Part-Design-Modus wieder mit diesem Makro Alias Manager. Das heißt, wir geben hier die Werte vor. Wie soll das Ding heißen? Die Werte, also wir brauchen einmal eine Größe des Würfels. Würfelgröße, der soll 200 mm breit werden. Dann haben wir eine Skalierung, die nennen wir SC. Und zwar, da sollen Ausschnitte rein, die sollen 160 mm werden. Das heißt, wenn wir einen Taschenrechner nehmen, 200 und da werden 40 abgezogen, also das ist ein Fünftel. Das heißt, das sind 0,8, 200 mal 0,8 und dann kommen wir auf die 160. Okay, das kommt gut hin. Das heißt, da machen wir 0,8 und dann haben wir noch ein Winkelinkrement, das nennen wir WI und das sollen 10 Grad werden. So, dann machen wir erstmal hier mit dem Alias Manager die Aliasse hier rein und dann können wir die bei der Zeichnung auch direkt verwenden. So, das können wir schließen und hier den Sketch doppelklicken und dann können wir es hier bemaßen. Das wird das Maß. Und da nehme ich jetzt direkt Funktionen. Das heißt, das ist AAA. Würfelgröße und dann mal AAA.SC hoch 0. Ne, 1 hoch. Stimmt das? Ne, hoch 0. Ist schon richtig, hoch 0. Das heißt, das sind die 200 mm. Dann können wir das. Ich glaube, das war falsch. Steuerung Z. So, bemassen wir das nochmal. Eigentlich müsste das richtig sein. Aber okay, machen wir es hinterher bei den anderen Zeichnungen. AAA.Würfelgröße. Machen wir es einfach Würfelgröße groß. 200 mm. Da haben wir es. Und gucken, vielleicht habe ich mich auch nur vertan beim Skalieren, beim Zoomen. So, hoch AAA.SC mal .WG mal AAA.SC hoch 0. Das klappt doch. Ich habe mich nur beim
Zoomen vertan. So, dann haben wir hier die erste Zeichnung fertig, schließen das Ganze. So, dieser Körper wird aufgepolstert. Und zwar muss natürlich den Sketch auch selektieren, Aufpolsterung und das Maß hier AAA.WG hoch mal AAA.SC hoch 0. Also die 200. Das mache ich nur, damit ich es gleich richtig schön kopieren kann. So, dann haben wir den Würfel fertig und da werden jetzt entsprechend Sachen abgezogen. Und zwar einmal von dieser. Da machen wir einen neuen Sketch drauf. Wir können im Prinzip den Sketch des Pads kopieren. Machen wir gerade mal. Dann hier einmal das Aufklappen. Die beiden werden deaktiv. Steuerung. Und haben wir kopiert. Steuerung V. Das ziehen wir jetzt in die Zeichnung rein. Und dann wird das hier drauf gelegt. Sketch 001. Und dann bearbeiten wir das. So, das hier. Das wird jetzt hoch 1. Und mehr brauchen wir da gar nicht zu machen. Wir können uns diese Zeichnung hier, die brauchen wir noch ein paar Mal. Steuerung C, beziehungsweise erstmal aus der Zeichnung raus. Dann können wir uns die direkt kopieren. Steuerung C. Hier wieder das Pad und die AAA weg. Und Steuerung V. Dann haben wir hier den Sketch. Den ziehen wir uns jetzt hier noch zweimal rein. So, da wird der Sketch 001 draufgelegt und dann machen wir davon halt eine Tasche und die geht durch alles. Dann haben wir den Sketch 02, den legen wir jetzt hier drauf. Flatface und da auch eine Tasche. Wir haben was vergessen. Das machen wir gerade mal hier. Doppelklick. Der muss natürlich symmetrisch zu einer Ebene werden. Gucken uns das nochmal an. So, die Pocket hier, das müssen wir nochmal neu machen. Das heißt, beziehungsweise müssen wir nicht. Die ist durchgehend und die ist jetzt noch nicht durchgehend. Das heißt, die machen wir jetzt noch durchgehend durch alles. Und dann müssen wir das noch hier machen. Da kommt jetzt, nachdem wir das hier beendet haben, kommt da die dritte Zeichnung rein. Sketch 003. Okay, Flatface und Sketch 003. Das wird auch eine Tasche. Und die wird auch durchgehend. So, jetzt habe ich den äußeren Würfel fertig und muss jetzt noch die inneren da rein konstruieren. Ich mache jetzt hier bei diesem Körper schon eine Drehung rein. Das heißt, ich gehe hier auf Modell und auf Ansicht. Na, wo bist du denn? Jetzt haben wir es so. Da haben wir hier beim den Daten, das Placement, einen Winkel und eine Achse. Und wenn man sich das hier anschaut, das Ding soll also um die X-Achse sollen die gedreht werden. Das heißt, ich definiere hier die Achse auf 1, 0, 0 und den Winkel, den setze ich auf AAA.WI mal 0.
also 0 Grad. So, jetzt haben wir den ersten Körper fertig. Wir machen jetzt hiervon eine Kopie von diesem Body. Dann gehen wir hier hin. Wir machen das AAA und das Origin. Das wird unsichtbar und also nicht mitkopiert. Und OK. Dann einmal STRG V. Und dann haben wir hier einen zweiten Körper. Der ist jetzt erstmal genauso wie der erste Körper. Und da machen wir einmal erstmal hier bei Pad. Da tippen wir hier, da machen wir eine 1 raus. Da gehen wir her, da machen wir hier auch eine 1 raus, hoch 1. Und jetzt kommen die Ausschnitte. Das heißt, der hier hoch 2, der hier hoch 2 und zuletzt auch noch der dritte, der hier, da wird auch die Zeichnung angepasst. Ach, den habe ich schon. Den habe ich schon. Das heißt, der noch. Und da auch hoch 2. So, jetzt machen wir den hier sichtbar. Gucken uns das mal an. Was habe ich denn da falsch? 128 Pocket. 128. So, das ist schon der hoch 1. Und der hier, der ist an sich richtig. Schließen wir einmal. Also der Würfel ist richtig. Dann machen wir den sichtbar. Der ist richtig. Den sichtbar. Der ist auch sichtbar. So ist doch richtig. Klappt. So, das heißt, jetzt gehen wir noch hierher auf das Modell und haben hier den Winkel. Und den bearbeiten wir jetzt. Machen hier eine 1,1 rein. So, da muss man einmal Tab drücken und dann dreht er sich auch. Und dann haben wir den ersten Part schon drin. So, das heißt, jetzt geht man einfach her, drückt wieder STRG V, wieder der nächste Körper und da machen wir jetzt genauso weiter. Das heißt, wir können im Prinzip direkt die Drehung reinmachen. Drehung, das ist dann mal 2. So, und dann haben wir hier natürlich die falschen Größen drin. Das ist hoch 2. Und das hier dann entsprechend hoch 3. Also das auch. Muss man jetzt ein bisschen warten. Hoch 2. Und dann werden die hier, die Pockets, das wären dann die hoch 3. Da müsste hier hoch 1 stehen, das wird hoch 3. Sketch hoch 3. Jetzt hat er es auch gemacht. Dann müssen wir noch den letzten machen. Die hier auch noch hoch 3. Und schließen. Dann können wir den sichtbar machen. Jetzt haben wir den nächsten da drin. So, jetzt
können wir der Sicherheit halber den kopieren. Das heißt Steuerung C, wieder hier alles aufmachen, das weg und OK. Und da, warum der hier dann in dem Fall die XY-Plane mit kopiert, das weiß ich absolut nicht. Die mache ich mal einfach unsichtbar. So, dann, wir können aber hier jetzt wiederum den direkt bei Modell den Winkel definieren. Das ist jetzt mal 3. Und der wird hoch 3. Hier kommt auch hoch 3. So, dann haben wir den Sketch hier. Na komm. Das ist dann hoch 4. Hoch 4. Und der auch hoch 4. Schließen. Und der nächste ist drin. Also, so sieht das hier aus und so sieht es in FreeCAD aus. Ist doch schon mal nicht schlecht. So, dann machen wir weiter. Die kommen weg. Steuerung V. So, dann haben wir hier den nächsten Körper. Sichtbar ist er. Wir gehen auf Modell. So, das wird jetzt mal 4. Und der erste Würfel hoch 4. Da auch. Und das wird dann, die kriegen dann hoch 5 hier dran. Hoch 5. Und der bitte auch. Hoch 5. Schließen. Dann können wir den sichtbar machen. So, jetzt haben wir hier schon von Body bis Body 4. Das war jetzt Step Nummer 5. Also 1, 2, 3, 4, 5. Jo, das sieht doch schon mal nett aus. Also bis 10 sollte man eigentlich schon gehen. Das heißt, wir machen wieder hier Steuerung C. Die kommen weg. Steuerung V. Und dann haben wir den nächsten drin. Da können wir direkt wieder beim Modell hier den Drehwinkel auf mal 5 einrichten. Und der hier, das wird hoch 5. Und dann haben wir die erste Pocket. Hoch 6. Pocket. Hoch 6. Pocket. Na komm. Da auch hoch 6. Und schließen. Ich glaube, da habe ich einen vergessen. Und zwar den hier. Der ist hoch 5. Und das ist eigentlich richtig. Und der hier.
Hoch 4. Der muss die 5 werden. So. Schließen wir. Machen aber den sichtbar. So, dann geht's weiter. Die kommen weg. Steuerung V. Da können wir wieder erstmal den Drehwinkel. Das wird jetzt mal 6. So, erster Pad. Hoch 6. So, die Zeichnung bitte auch hoch 6. Und die werden dann mit hoch 7 angelegt. So, der Sketch auch hoch 7. Und der Sketch hier hoch 7. Schließen. So, da haben wir jetzt insgesamt 7 solche Würfelchen. Ich würde sagen, einen machen wir mindestens noch. So, wieder die beiden hier weg. Steuerung V. So, dann können wir hier wieder anfangen mit dem Modell. Und das ist dann mal 7. Und dann haben wir den ersten Pad. Das wird dann hoch 7. Der wird auch hoch 7. Das ist der Wert hier. Und der wird hoch 8. Hoch 8. Du bitte auch hoch 8. Und du bitte... Na komm. Ah, da ist er. Der auch hoch 8. Dann können wir das schließen, den sichtbar machen. So, dann haben wir den Würfel, der ist hier wesentlich noch feiner aufgelöst. Ich glaube, das ist in dem Fall bis 10. Und hier haben wir es nur bis 10. Das ist natürlich schön, dann ist das hier gerade. Dann machen wir das auch noch. Also machen wir den hier einmal eine Kopie. Und Steuerung V. Dann können wir hier wieder den Winkel anpassen. Das ist dann mal 8. Und du hoch 8. Der Zeichnung auch hoch 8. So, die Zeichnung hoch 9. Die Zeichnung hoch 9. Und zuletzt diese Zeichnung hoch 9. Und schließen. Dann haben wir den und jetzt machen wir noch den letzten da rein. Das heißt, du bitte Steuerung C. Die beiden weg. Steuerung V. Da kommt nun der letzte Winkel rein. Das ist dann die 90 Grad mal 9. Und dann haben wir den hier hoch 9. Der
wird auch hoch 9 hier dieser Wert. So, der hoch 10. Der Sketch hoch 10. Und der Sketch bitte auch hoch 10. Und dann können wir den sichtbar machen. Und dann haben wir auch, können wir schließen. So. Und dann haben wir auch den letzten da drin. Das ist jetzt der Würfel so ungefähr, wie er hier sichtbar ist. Das sind jetzt insgesamt 10 Körper. Ich klappe die mal gerade hier zusammen. Fangen wir oben an. Du weg, du weg, du weg, du weg, du weg, du weg. So, das sind die Körper, die ich hier habe. Und da kann ich jetzt ganz einfach 3D-Objekte rausmachen, indem ich halt im Part-Modus hergehe, mache Formteil, Create a Copy, Form aufbereiten. Ich habe das hier als Befehl drin, auch im Part-Design-Modus. Das heißt, wir machen aus dem hier einen Körper, dem hier einen Körper, aus dem einen Körper, aus dem einen Körper, aus dem Nummer 5, Nummer 6, Nummer 7, Nummer 8, Nummer 9 und die Nummer 10, beziehungsweise die brauchen wir nicht. So, hier habe ich jetzt, das müssten eigentlich alle sein. Das heißt, da fängt es an. Den könnte ich jetzt noch Namen geben, muss ich aber nicht. Ich kann jetzt einfach selektieren und sagen, mach daraus eine Vereinigung. Das ist die Vereinigung aus dem Part. Das heißt, die man hier findet. Vereinigung. Und dann haben wir hier die Fusion. Da machen wir wieder einen Körper raus und den kann ich jetzt exportieren und drucken lassen zum Beispiel. Das heißt, machen wir, aber bevor ich das mache, ich will ja hier was Druckbares machen. Sowas ist schwer druckbar. Dieser Würfel, der muss gedreht werden. Das heißt, ich schaue mir den jetzt einmal hier aus der Ansicht an und aus der Ansicht, ich würde sagen, wir drehen den hier um diese Achse. Das ist die X-Achse. Da machen wir zunächst mal die Drehung. Das heißt, wir gehen hier auf Modell. Ich gehe hier die Achse, stelle ich auf 1, das 0 und das 0 und Winkel machen wir ruhig 45 Grad. So. Und dann schließen wir das Ganze. Ja doch, dann gehe ich her, mache hier eine neue Kopie raus. Da habe ich jetzt wieder neues Koordinatensystem hier und der wird jetzt hier um die Y-Achse gedreht. Und zwar, das heißt 0, 1, 0. Die 1 hat er nicht genommen, dann machen wir die nochmal 1, 0 und der Winkel irgendwas um die 35 Grad. Ich will es aber umgekehrt drehen, minus 35. Können wir noch ein bisschen mehr drehen. 39. Ja, so sieht es gut aus. Dann sind die hier ungefähr 38. Dann sind die so ungefähr übereinander. Das heißt, das möchte ich jetzt so nutzen. Ich mache hier raus im Part Design Modus einen neuen Körper. So, da haben wir den. So möchte ich ihn aber nicht haben. Machen wir den Körper nochmal weg. Den will ich mir nochmal angucken. Dann mache ich hier nochmal einen neuen Körper raus. So, und aus dem im Part Design Modus einen neuen Body. Jetzt hat er auch
die Drehung mit übernommen. Das heißt, da möchte ich jetzt hier unten noch einen Fuß dran konstruieren. Da machen wir uns erstmal hier die Layers an. Das möchte ich nutzen. Da machen wir eine Datum Plane. Und die wird jetzt nach unten gesetzt. In Richtung der Z. Minus 80, ne, das muss mehr werden. So, da auf diese Datum Plane, da möchte ich jetzt eine Kugel konstruieren. Okay, die können wir unsichtbar machen, aber darauf machen wir eine Zeichnung. So, da wird ein Kreis drauf konstruiert. So, der kriegt einen Durchmesser 100 mm. Gucken wir uns das nochmal an. Ja, so groß muss er nicht sein. 50 mm Durchmesser. Und das soll ja jetzt hier so rumgedreht werden. Also machen wir hier eine Strecke rein. Von da nach da. So, dann wird das weggeschnitten, das weg, das weg. So, der wird darauf platziert. Das ist vertikal. So, ist eingeschränkt komplett. So, das wird jetzt eine Rotation. Das heißt Sketch. Und das haben wir hier. Und dann können wir jetzt hier 180 eingeben. Und da haben wir da so einen Fuß drunter. Und da drauf, da zeichne ich jetzt halt, machen wir eine neue Zeichnung. So, das wird erstmal symmetrisch. Das kriegt eine Breite von 180. Das ist eine Breite von 100. So, dann machen wir zu der Datum Plane hier. Das heißt wieder zu der hier eine neue Datum Plane. Müssen wir nochmal anschalten. Ne, die haben wir noch an. So. Das eine neue Datum Plane. Ja, viel zu weit. Das heißt, gehen wir hier hin. Was hatten wir die hier genommen? Minus 172. Und die minus 192. So, da machen wir jetzt eine neue Zeichnung drauf. Oder wir kopieren uns den Sketch hier einfach. Das wird inaktiv.
Okay, hat jetzt hier schon ein bisschen was zu rechnen. So, Steuerung V. Den Sketch, der wird hier in den Körper reingezogen. Und dann wird er auf die Datum Plane hier gelegt. Sketch 42. Und dann bearbeiten wir den gerade mal. So, das wird 200. Das wird 120. Jo. Dann machen wir von da ein Loft und da wird ein Schnitt hinzugefügt. Sketch 42 und OK. Und da haben wir einen Fuß darunter. So, das Teil kann so jetzt exportiert und gedruckt werden. Das heißt, das ist jetzt ein Körper. Wir können die Origins hier ausblenden, dann sieht man das so komplett. Das heißt, wir machen einfach hier Body, Steuerung E für Export als STL und da sind wir hier auf meinem Wurzelverzeichnis. Das heißt, da machen wir jetzt 000000, wenn wir die gut finden. Einmal Cura öffnen. So, Steuerung O. Hier nach unten. Da muss er irgendwo hier oben rumdümpeln. Das soll es ja eigentlich sein. So, ist natürlich viel zu groß. Das heißt, wir skalieren das. Da machen wir jetzt mal 50%. Und so, jetzt kann man auch platzieren. So, dann können wir das slicen. 10 Stunden. Und das lässt sich ganz locker ohne Support drucken. Okay, das war's zu diesem Thema. Wenn euch solche Videos wie das hier interessieren, lasst gerne ein Abonnement da, klickt auf die Glocke, ihr werdet über neue Videos informiert. Und damit Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!